Freunde der Nacht, es ist soweit. Drova Patch 1.3 ist jetzt spielbar. Du kannst es jetzt spielen und das ist auch der letzte Content-Patch von Drova. Und wir werden heute mal ein bisschen über den Patch reden und was wir uns dabei überhaupt gedacht haben. Deswegen bleibt dabei. Ich bin ein wenig verstrahlt, die Erkältung kickt rein, aber ich hoffe, man versteht mich noch ganz gut. Drova wurde im Oktober released und das sind jetzt 5 Monate her. Das ist eine lange Zeit. Und wir waren super überrascht von dem Release, dass das Spiel so gut ankam, dass ihr darauf Bock habt, dass ihr wirklich darauf Bock habt. So. Und das hat uns super gefreut und deswegen war für uns die Entscheidung, wie geht's jetzt weiter? Auf der einen Seite stand das DLC. Ein kostenpflichtiges DLC, wo man eine neue Location bekommt, neue Abenteuer, neue Quest und so weiter bekommt, wo man hineingehen kann und das ganz cool ist. Ihr kennt zum Beispiel alle Gothic Nacht des Rahmens, Witcher hat zum Beispiel auch super coole DLCs gehabt. Und da hatten wir das Gefühl, das passt nicht zu Drova, weil Drova erzählt eigentlich in sich eine geschlossene Geschichte mit dem Balancing und so weiter. Und wir fanden es irgendwie auch nicht richtig, nochmal 10 € von euch abzuknüpfen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir Updates rausbringen. Und zwar freie Updates. Denn wir haben unglaublich viel Feedback von euch bekommen. Und das Feedback, was wir von euch bekommen haben, da haben wir intern drüber gesprochen und haben gesagt, das ist mega geil. Wow, das macht Drova noch viel, viel, viel besser. Daran haben wir gar nicht gedacht. Und da haben wir gedacht, ey, lass uns das Feedback einfach einbauen und Drova noch besser zu machen. Damit das wirklich ein Projekt ist, wo wir sagen können, wir sind fertig damit, Drova ist vorbei. Und wir sind extrem stolz drauf. Und wir selber waren überrascht, wie viel Feedback wir bekommen haben. Und wir selber waren überrascht, dass Drova damit auf ein neues Level kommt. So fanden wir es auf jeden Fall. Deswegen haben wir uns entschieden, 3 freie Content-Patches zur Verfügung zu stellen. Deswegen haben wir mit Patch 1.1 gestartet. Da haben wir quasi das ganze Feedback so ein bisschen gesammelt. Das war alles am Anfang noch ein bisschen weil da war zum Beispiel eine Quest, die hat nicht funktioniert oder man findet NPCs nicht oder das Fast Travel zum Beispiel war eine große Thematik in den Foren und noch vieles mehr und haben gesagt, okay, wir nennen jetzt Patch 1.1 so Community Patch. Wir machen so einen Rundumschlag. Das heißt, es ging nicht darum, irgendwie neuen Content zu generieren, sondern eher den bestehenden Content so zu verbessern mit Hilfe eures Feedbacks. Und das war ja so zum Beispiel was mit Fast Travel. Und das war ziemlich cool, das war so der Community-Patch, so habe ich ihn immer intern genannt, wo wir alles mal so ein bisschen verbessert haben. Dass wir da noch punktuell auch verbessert haben und waren damit auch sehr zufrieden. Und dann waren wir damit durch und dann kam Patch 1.2 raus. Und das war ein Patch, wo wir mal auch jetzt einen Monat Zeit hatten und dort haben wir uns entschieden, einen neuen Schwierigkeitsgrad einzubauen. Denn viele Leute haben sich nicht beschwert, haben sich gewünscht, eine neue Challenge zu haben in Drova. Wenn man Drova mal durchgespielt hat und man kennt das Spiel, dass man sagt, oh, ich möchte es nochmal spielen, weil es gibt ja auch 2 Fraktionen, gib mir doch mal eine neue Motivation, das Spiel zu spielen. Und deswegen haben wir den Insane-Modus, den Wahnsinn-Modus eingebaut. Denn der erhöht ja den Schwierigkeitsgrad, aber auch neue Gegner, neues Verhalten und neue Items, glaube ich, gibt es sogar auch im Spiel. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass man da halt noch eine Motivation hat, das Spiel nochmal zu spielen und neu zu entdecken. Denn ich persönlich mag es auch sehr gerne zu min-maxen, dass man zum Beispiel guckt, okay, welche Route laufe ich normalerweise? Die kann ich nicht laufen, weil da neue Gegner sind. Das heißt, ich muss eine andere Route laufen. Und dadurch beeinflussen wir das Playerverhalten und dadurch macht das Spiel, finde ich, auch wieder mehr Spaß. Und das war uns da sehr wichtig mit Patch 1.2. Dann kam Patch 1.3. Das endet ja heute. Damit endet auch der letzte Content-Patch für Drova. Der ist ab heute zur Verfügung. Und was alles genau geändert wurde, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Das findet ihr hier. Einfach draufklicken, das ist das Update-Video vom letzten Mal. Dort sind alle Änderungen da. Was aber natürlich neu ist, dass wir eine Open Beta gemacht haben. Die ging 2 Wochen und darüber möchte ich auch ein bisschen reden. Denn es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir mit euch zusammenarbeiten. Wie man ja wahrscheinlich auch schon bei uns gemerkt hat, ist uns das sehr wichtig. Und dort haben wir unglaublich viel Feedback wieder bekommen. Wir haben sehr viele Fehler auch gefunden und konnten das auch fixen, konnten vor allem im Balancing auch sehr, sehr viel machen und haben auch positives Feedback bekommen, dass das, was wir gemacht haben, dass das cool ist, was uns ja auch sehr wichtig ist. Das ist ja auch sehr wichtiges Feedback. Und dementsprechend ist jetzt Patch 1.3 auf. Es wurde von unserer Community auch geproved und darauf sind wir sehr stolz. Wir haben dieses Open Beta Konzept von Steam auch mal ausgetestet. Das wollten wir auch mal ausprobieren, denn uns ist immer sehr, sehr wichtig, neue Sachen auszuprobieren. Wie können wir mit euch interagieren? Wie können wir mit euch arbeiten? Und deswegen sind wir damit sehr zufrieden und hoffen, dass ihr damit jetzt auch Spaß habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Patch 1.3. Oh, wer ist denn da gespawnt? Kay, bist du das?
Ja, wie die Plüschtier-Aktion von Kay startet auch heute. Deswegen unten findet ihr einen Link, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr so einen Kay-Plüschtier haben wollt. Ich bin gespannt, wie viele ein Kay-Plüschtier haben wollen. Und damit endet auch der Drover-Content hier auf YouTube oder auch allgemein, denn Drover ist damit jetzt auch abgeschlossen. Es waren 4 Jahre, wir sind sehr erleichtert und wir sind sehr froh, dass es ein Erfolg war für uns und das bedeutet auch, was kommt als nächstes. Ich habe ja gesagt, es war ein Erfolg für uns und Erfolg ist für uns so definiert, dass wir mit dem nächsten Projekt starten können. Und das werden wir auch. Ab heute starten wir mit dem neuen Projekt. Und ich werde euch hier natürlich immer wieder Updates zur Verfügung stellen, was wir gerade entwickeln, wie wir uns entwickeln. Aber aktuell gerade weiß ich es noch nicht, was es genau wird. Aber ich weiß, dass es ein Rollenspiel wird. Es wird ein Open-World-Rollenspiel. Aber ob es Drover 2 wird, ob es ein Prequel, Sequel oder ob es eine neue Marke wird, das wissen wir aktuell noch nicht. Das besprechen wir im Team und das besprechen wir natürlich auch mit euch. Und deswegen bleibt hier, lasst ein Abo hier, macht die Glocke weg, denn hier werde ich immer wieder Updates machen. Hier werden wir mit euch reden, auch auf dem Discord und wir werden zusammen gucken, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Wir werden intern erstmal gucken, worauf haben wir Lust, was wollen wir machen. Vielleicht sind wir Drover ausgelaugt oder nicht, aber was wie gesagt feststeht ist, dass es ein Open-World-Rollenspiel wird, dass es auch auf die Drover-Mechaniken aufbauen wird. Zum Beispiel das Kampfsystem wird gleich bleiben und wir wollen auf jeden Fall diese Sachen spezifisch verbessern. Das heißt mit eurem Feedback, was wir bekommen haben. Zum Beispiel, was ich persönlich schon mal sehr wichtig finde, dass wir tiefere Dialoge beispielsweise haben und Charaktere, die man auch persönlicher kennenlernt und so weiter und so fort. Deswegen, das wird eine sehr spannende Phase für uns, denn das hatten wir auch noch nicht, dass wir als Team zusammen anfangen können. Denn Drover damals war ein Studentenprojekt, was immer wieder iteriert wurde, verändert wurde, die Idee verändert wurde. Und jetzt können wir einmal wirklich von vorne sauber anfangen und darauf freuen wir uns sehr. Aber es wird eine neue Erfahrung, aber das ist ja auch immer das Coole. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Schreibt eure Meinungen gerne in den Kommentar unten, kommt auf unseren Discord. Lasst uns zusammenarbeiten, um geile Computergames zu entwickeln. Darauf haben wir Bock. Und deswegen wünsche ich euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Patch 1.3. Schreibt auf jeden Fall irgendwo, wie ihr es findet. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und damit verabschiede ich mich. Euer Chris. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.